Es ist vorbei. Es ist vorbei mit dem 4 Gramm Only Köder an der Belaya. $4 Gramm war lange Zeit ein perfekter Richtwert für sämtliche Köder an der Belaya. 4 Gramm Spinner. Tipptopp. Ob das mal 5 waren, ob das mal 3 waren, aber so grob in diesem Bereich. Zack, fetter Barsch. Alles hat sich ausgerichtet in Richtung 4 Gramm. Plus, minus 1, 2 Gramm. Na klar, aber wir waren ständig unterwegs mit feinen, kleinen Ködern. Und da muss man sagen, das ist tatsächlich nach dem Umbau des Gewässers nicht mehr so relevant. Ja, es ist immer noch ein sehr guter Richtwert. Es ist immer noch eine absolute Empfehlung, sich zum Beispiel das Belaya-Setup zu kaufen. Und zwar nicht das für zigtausend, was gerade im Shop drin ist als Paket, sondern ich verlinke das nochmal. Das ist das Belaya-Setup, mit dem man unter 1000 Silber hier im Low-Level-Bereich auch schon an der Belaya richtig erfolgreich die Brocken rausziehen kann. Und welches man auch später noch für wenige mehr 100 Silber nochmal upgraden kann, sodass man das Setup dann auch später hervorragend noch an der Tunguska verwenden kann und an der Yama sogar auch noch verwenden kann. Also Spinning bis ins Endgame mit einem Setup. Das jetzt hier mit dem neuen Gewässer ist auf jeden Fall, was heißt neu? Es ist die alte Belaya, aber halt natürlich neu überarbeitet. Ein bisschen anders von der Strömung. Andere Fische auch noch drin und anderes Bissverhalten auch noch drin. Und vom Gefühl her, es erinnert mich immer mehr an die Yama. Also eine kleine Yama sozusagen. Also deutlich zu spüren beim Posenangeln. Alle, die mit der Pose hier unterwegs waren, auch in den letzten Wochen jetzt, haben gesagt, boah geil, läuft ja richtig gut auf Pose hier an der Belaya. Also auch das war noch zuletzt eine Veränderung an der Yama, wodurch die Yama jetzt deutlich mehr belebt ist, deutlich aktiver auch beangelt wird, weil das eben auch noch so richtig gut funktioniert. Plus es sind natürlich auch noch neue Fische dazu gekommen, also gänzlich neue Fische. Auch das war natürlich nochmal ein absoluter Boost, denn gänzlich neue Fische werden natürlich auch gerne von allen Leveln, die das Gewässer bereisen können, natürlich auch noch neu gesucht. Jetzt haben wir hier natürlich nicht wirklich neue Fische drin, sondern einfach nur altbekannte oder Fische halt aus einem anderen Gewässer. Ja, immerhin auch noch ein bisschen was Neues da für dieses Gewässer. Aber natürlich wird jetzt hier nicht so viel jetzt neu gesucht, wie es dann an der Yama der Fall war, als die dann nochmal so ein bisschen überarbeitet wurde. Ja, jetzt haben wir hier natürlich eine Köderauswahl oder eine Köderspanne, die jetzt deutlich größer ist. Was sehr gut funktioniert. Also nach wie vor funktionieren immer noch gut kleine Spinner. Ich würde tendenziell allerdings in Richtung 5 bis vielleicht 8 Gramm mittlerweile gehen. Also doch nochmal ein bisschen größer bei den Spinnern reingehen. Klar, man kann immer noch die ganz normalen, man kennt sie ja. Ich muss mal eben einkurbeln hier, dann haben wir hier eine kurze Übersicht der Standardköder. So, gucken wir mal eben rein. Also, na klar, also Spiker, immer wieder eine gute Geschichte. Das sind so, ich glaube, mit die beliebtesten Spinner hier für dieses Gewässer. Funktionieren auch immer noch, aber es funktionieren genauso auch etwas größere Blinker. Waiko, komplett Serie Waiko, ist auch nicht teuer, vernünftige Haken drauf machen, kleine Haken mit Puschel im Idealfall. So ein 1er Haken ist zum Beispiel immer eine ganz gute Größe, habe ich hier überall drauf. Andere Möglichkeit natürlich auch kleine Wobbler. Kleine Wobbler hat man auch relativ früh freigespielt im Game. Bedeutet also, wenn wir hier reingucken ins Spinfischen, Spinner, Blinker, dann kommen irgendwann die Wobbler.
Also auch das braucht nicht so wahnsinnig lang. Da kommt man relativ schnell hin. Wenn man ein paar Runden hier gesponnen hat oder geblinkert hat hier an der Belaya, ist man auch ratzfatz hier in dem Bereich und hat das dann freigeschaltet. Also auch das durchaus eine Option. Ich würde trotz allem also auf jeden Fall alle 3, wenn man Bock hat auf Spinning, alle 3 Punkte hier komplett durchskillen. Das ist absolut essentiell. Das ist wichtig. Spinning-Route natürlich Stationärrolle. Und ansonsten braucht man dann hier unten soweit erstmal gar nichts. Das hier ist alles optional. Aber das sind die 3 wichtigsten Skillpunkte natürlich auch fürs Angeln an der Belaya. Damit kommt man dann am besten klar. Irgendwann im Late Game kommen dann natürlich hier noch die Topwater. Die funktionieren übrigens auch hervorragend. Hier an dem Gewässer gerade noch einen Döbel gefangen. Schönen Döbel auf einem Angry Walker. Also auch einen Topwater-Köder. 4,7 Kilo Döbel-Trophy hier reingeballert. Ja, geht natürlich auch ganz gut. Das war allerdings, und da haben wir wieder eine Verbindung zur Yama. Das war bei extremem Sonnenschein. Und zwar komplett Sonne. Bedeutet also, und danach hatte ich noch ein bisschen rumprobiert mit den Walkern. Nehmen wir mal den hier. Also schön rausgeworfen mit dem Walker. Fliegt auch richtig gut weit raus. Ist ein relativ schwerer Köder. Gucken wir nochmal im Detail. 13,4 Gramm, 8 Zentimeter groß. Ein echt großer Köder. Damit gieren wir hier natürlich. Da haben wir es unten stehen. Das heißt, wir haben immer diese leichte Bewegung. Zack, zack. Der geht an der Oberfläche entlang. Das ist übrigens ein etwas, ja, ich sag mal, bei den Topwater-Ködern ein bisschen ein Sonderfall. Das ist ein Oberflächenköder, der trotz allem immer mal wieder absinkt. Also das Ding ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Triggert allerdings auch immer mal wieder ganz gerne Hechte. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Und ja, das Teil bei klarem Sonnenschein, super. Hat richtig gut funktioniert. Sind mehrere große Brocken reingegangen. Und als dann der Wetterwechsel gerade war dann irgendwann auf einmal vorbei. Also dann war es dann, ja, mit den Oberflächenködern war da nichts mehr los. Ähnliche Erfahrungen habe ich gemacht beim Posenangeln. Schlechtes Wetter, tendenziell eher ein bisschen tiefer. Gutes Wetter, tendenziell eher weiter oben. Also auch das hat tatsächlich beim Posenangeln funktioniert. Wäre ganz nice, wenn du das auch noch testen würdest. Gerne unten in die Kommentare reinschreiben, dann hat jeder was davon. Also hast du auch die Erfahrung, dass zum Beispiel bei richtig Regenwetter, bei schlechtem Wetter die Fische eher tief stehen und bei Sonne weiter oben sind. Das sind die Erfahrungen, die ich jetzt die letzten Jahre immer mal wieder auch gesammelt hatte. Und ja, eigentlich bestätigt sich das immer mal wieder. Man kann eben deutlich besser bei Sonnenschein oder mit dem Spinner schneller durchdrehen bei Sonnenschein. Dadurch landet der Köder weiter oben. Wenn man langsamer kurbelt, ist er weiter unten im Wasser. Also das sind eben auch solche Sachen. Wie verhalten sich die Köder im Wasser? Wo, in welcher Wasserzone sind die unterwegs? Und jetzt, wie gesagt, bei dem Wetter und Regen, vielleicht dann doch eher auf einen Blinker gehen. Wir können jetzt mal einfach hier random einen von denen nehmen. Nehmen wir einfach mal hier den gelben. Gelb ist eigentlich immer ganz gut für Forelle. Wenn wir den jetzt hier rausschmeißen, ja, mit dem Setup komme ich nicht ganz so gut weit raus. Mit dem würde ich jetzt zum Beispiel bei den Wetterverhältnissen jiggen. Also in die Jig-Montage gehen, 1-2 Mal kurbeln und gucken, dass man dann da in die Jig-Führung, da ist sie auch schon, da haben wir die Jig-Führung hier stehen. Das ist gut, dass man dann jiggt. Gerade auch schon probiert. Wir gehen gleich mal eben die Blinker durch, die gerade ganz gut funktioniert haben. Man kann, also vom Gefühl her ist es momentan so, alles was so in diesem Bereich ist, sagen wir bei den Blinkern sogar eben bis 12 Gramm, klappt. Also es funktioniert durchaus. 8 Gramm bis 12 Gramm, durchaus eine Option, dass man eben dann mit diesen Ködern eben auch hier an dem Gewässer ganz gut irgendwie noch was rauszieht. Ich bin sogar relativ dick gerade unterwegs. Ich habe eine relativ ein dickes Fluorocarbon-Vorfach dran. Gucken wir gerade mal eben rein. Hypnotic zum Beispiel ist auch so eine Serie, die sowohl an der Yama immer mal wieder gut funktioniert, eben als auch in der kleinen Version, das hier 7,6 Gramm mit einem dicken, fetten 1er Haken drauf.
Könnte man vielleicht sogar auf einen 4er-Haken runtergehen, nicht ganz so übertrieben. Oder einen 6er-Haken nehmen, je nachdem, wie man das Setup halt zusammengebaut hat. Aber auch das funktioniert. Also solche Ködergrößen klappen. Jetzt gerade eben hatte ich drauf, auch glaube ich nochmal ein dickerer Döbel. Genau, Type 1, 12 Gramm. Das sind die Blinker, die ich schon immer empfehle, auch fürs Angeln, für die ersten Schritte an der Yama. Super Köder, klappen richtig gut. Sofort hier auch ein fetter Döbel drauf. Also auch hier hat das geklappt. Was ich noch nicht ausprobiert habe, sind die 15 Grammer. Da sind wir dann natürlich nochmal einen ganzen Schritt größer. Wäre allerdings jetzt gerade hier für mein Setup, ich ziehe nochmal eben direkt wieder rein, für mein Setup gerade gar nicht so verkehrt. Auch die hier, da kommen sie, das sind sie hier alle. Auch das hier eine gesamte Serie, Slimshot 15, die an der Yama sehr gut funktioniert. Wenn sowas jetzt natürlich in der Größe 1,0er Haken, also ich sag mal, wenn jetzt hier ein bisschen was reingeht und hier das irgendwie funktioniert, würde ich auf jeden Fall runtergehen von den Hakengrößen. Das ist jetzt hier auf Yama eigentlich eingestellt. Mit einem 1,0er Haken passt das da ganz gut. Aber fürs Angeln an der Belaya, ein 8er Haken ist auf den Spikern drauf. Also 8er Haken, 6er Haken, 4er Haken bis hin zum 1er Haken. Damit ist man, glaube ich, richtig gut unterwegs und dann zum Teil eben auch schon sehr groß mit einem 1er Haken unterwegs. 1,0 ist komplett übertrieben. Also das wäre auf jeden Fall zu viel des Guten. Aber was man wirklich sagen muss, man ist einfach ein bisschen davon weg, dass man hier diese ganz klassischen kleinen 4 Gramm Spinner nur verwendet und dann eben hofft, dass damit die dicken Dinger reingehen. Ja, mit Sicherheit werden sie auch immer noch irgendwann reingehen, ist ja klar. Also irgendwann beißt natürlich auch ein großer Fisch auf kleine Köder. Passiert natürlich, aber wenn man so das Durchschnittsgewicht sich anschaut, war es jetzt so in den letzten Wochen, dass die kleineren 4 Gramm Spinner gar nicht mal so die großen Fische geliefert haben. Gerade so von den Durchschnittskeschern waren da eben auch immer mal viele unmaßige dabei. Und das war eben vorm Umbau des Gewässers war das anders. Da hatten wir eigentlich die deutlich besseren Chancen, maßige und große Fische zu fangen mit sehr schön kleinen Ködern. Gucken wir mal, ob sich das demnächst auch nochmal wieder ein bisschen ändert. Ich denke mal, das hier ist jetzt wahrscheinlich doch deutlich zu groß mit 15 Gramm. Das ist, glaube ich, zu viel des Guten. Was mir jetzt noch einfällt, sind die Wobbler. Auch dazu nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir hier einfach mal so einen klassischen Wobbler nehmen. Gerade auch nochmal getestet. Das ist eine Sache, die vor Jahren auch schon mal gut funktioniert hat. Auswerfen, treiben lassen. Einfach so, wie er jetzt ist, aufs Wasser, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden, erstmal ein bisschen treiben lassen. Wenn dann nichts passiert, ganz normal natürlich wieder reingehen, dass man hier ins Twitchen reinkommt. Schön mit dem Wobbler twitchen, immer schön eine Umdrehung hier machen, damit er schön in diese Twitch-Bewegung eben reinkommt, immer so nach unten schießt. Oder wenn man halt langsam kurbelt, mit der rechten Maustaste kurbeln, rechte Maustaste, zack, so geht das klassische Twitchen. Mittlerweile machen die meisten das, glaube ich, nur noch mit Tempo 50 plus Shift. Einfach hier kurz, zack, zack, ranziehen. Was, wie gesagt, sehr gut funktioniert, allerdings auch wieder nur bei maximalem Sonnenschein. Wie gerade schon gesagt, dieses Auswerfen, treiben lassen. Und da sieht man auch schon wieder, wenn die Fische an der Oberfläche eher sind, bei Sonnenschein, dann passiert es, dass eben bei diesem Treiben lassen, zack, die Bisse kommen. Ohne dass man hier sogar irgendwie ins Switchen reingeht, sondern nur auswerfen, bisschen treiben lassen, zack, Biss. Hatte ich gerade auch schon wieder. Wie gesagt, jetzt mit dem Wetterwechsel passiert das gar nicht mehr. Jetzt wäre natürlich interessanter, gerade auch hier wieder so ein Wobbler, wenn man ihn weiter unten lang zieht, ob das dann auch funktioniert. Jetzt bin ich hier vom Setup natürlich nicht ganz ideal. Ich müsste weiter auswerfen. Also das wäre durchaus eine Option. Und was man natürlich auch machen kann mit Wobblern, durchleiern. Da vielleicht ein bisschen langsamer reinkurbeln. Und dann auch hier wieder gucken, wie verhält sich vielleicht unten die Action Bar. Jetzt flackert das richtig schön. Dann ist der schön in Action.
Und dementsprechend kann man ihn dann, wenn man halt weit genug rauskommt, da müsste ich jetzt auf dem Light-Setup, Ultralight-Setup oder sowas hier oder aufs Belaya-Setup umstellen, dass man den dann einfach locker durchzieht. Man sieht, wie gesagt, wieder die Action-Bar, die flackert richtig schön, dass das dann eben zusätzlich nochmal ein bisschen mehr triggert. Aber wie gesagt, weit raus, hier vorne im Randbereich, macht das so natürlich nicht so wirklich viel Sinn. Ja, so viel zu den letzten Erfahrungen. Also, fassen wir es nochmal ganz kurz zusammen. Was gut funktioniert an der Belaya ist auf jeden Fall Posenangeln. Posenangeln mit verschiedenen Insekten, tendenziell eher im flachen Bereich bei gutem Wetter, also in einer flachen Höhe, sagen wir mal so bis 50 cm klappt das richtig gut. Bei gutem Wetter und dann bei, ich sag mal, bewölktem Wetter und Regen geht man halt runter, ich sag mal bis auf 1 Meter Tiefe ungefähr. Einfach mal da mit den Tiefen ein bisschen rumspielen. Hakengrößen auch da von einem 6er bis zu einem 1er Haken. Auch da einfach gerne mal ein bisschen rumspielen und testen. Und dann natürlich mit sämtlichen Insekten. Also alles, was es da an Krabbelzeug gibt, rauswerfen. Alles, was Flügel hat, rauswerfen und treiben lassen. Und dann eben gucken, wo die Dinger reingehen. Natürlich auch da Fluorocarbon verwenden. Wir sind hier immer noch an einem der Gewässer mit dem klarsten Wasser, also super klares Wasser. Hier geht es absolut darum, Augenjäger zu überlisten. Dementsprechend natürlich nur mit Fluorocarbon als Vorfachsmaterial, nicht mit geflochtenem Vorfachsmaterial, sondern eben ausschließlich Fluorocarbon. Und im Idealfall tatsächlich auch ein bisschen feiner rein. Also hier so 5 Kilo herum bis vielleicht 7 Kilo. Das ist so eine Spanne, die sehr gut funktioniert. Ich teste hier gerade große Köder, deswegen rechne ich eher eben auch mit Rapfen und Taimen und so. Deswegen bin ich gerade ein bisschen dicker unterwegs. Ja, nächster Punkt. Also Posenangeln auch mit Fluorocarbon. Größere Blinker, größere Wobbler auf jeden Fall testen. Größere Spinner testen. Und dann sollte das ganz gut funktionieren. Wenn ihr natürlich irgendwann könnt, später dann auch mit den Oberflächenködern, hat bei mir richtig gut funktioniert. Und ich teste jetzt gleich nochmal ein bisschen weiter verschiedene Blinker. Und zwar hier diese Blinker in diesen Gewichtsklassen, die sind ja alle so schön zusammen. Also sowas hier könnte man nehmen, diese gesamte Serie, Icon Flag, 7 Gramm herum, das ist doch ideal. Hier, Hunter 3 Serie, komplett, hat vor dem Umbau schon funktioniert. Habe ich auch sehr gute Fische schon. Hier der orangene und der goldene, auch das hat schon funktioniert. Hier hat gerade eben auch schon funktioniert. Richtig schön knalle goldiger Blinker, 5 Gramm. Also es gibt genug Blinker eben auch hier in diesen Gewichtsklassen. 3 Gramm, 4 Gramm, 5 Gramm und so weiter, 6, 7 Gramm. Die sind gerade essentiell, die auf jeden Fall testen. Und dann eben hier bei den Wobblern, kommen wir noch zu den Wobblern, Terminator. Dann gibt es hier die Minnow-Serie, gibt es natürlich auch noch. Auch immer wieder eine gute Option hier an der Belaya. Und dann hier die Funky Minnows, auch eigentlich klassisch. Immer gucken, dass es hier die kleinen sind, denn wir brauchen hier ja auch eine entsprechende Tauchtiefe und die liegen hier bei 70 cm bei mal 1 Meter Tauchtiefe. Also das ist natürlich auch essentiell. Über 1 Meter Tauchtiefe, da wird es auch schon langsam schwierig, denn dann landen wir ja so langsam irgendwo auch auf dem Grund. Wollen wir nicht. Also ran hier an eine Belaya. Es ist ein bisschen tricky. Guck mal, jetzt haben wir gleich hier wieder schön Sonnenschein. Regenwetter ist vorbei. Smoke wieder, so soll das sein. Und jetzt teste ich, naja gut, jetzt teste ich halt keine Untergrundköder mehr oder keine Köder, die auf dem Grund sind, sondern jetzt geht es wieder an der Oberfläche entlang. Weiter rumprobieren. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Ah, siehste, auf dem Wobbler. Und die nächste Esche. So, raus damit. Ab geht es, Petri.